Ja, hör mal, wie er wieder da ist. Need for Speed hat sich zu Wort gemeldet. Und ja, zum 30-Jährigen dieses Jahr haben die bestimmt einen richtigen Banger auf Lager, den sie uns jetzt zeigen wollen. Denn ja, mit Unbound wird's weitergehen und was da alles kommt und so weiter, das gucken wir uns jetzt mal an. Also seid mal gespannt. Überraschung. Wir sind immer noch da. Oder besser gesagt, wir sind nicht einfach bloß da. Wir haben Inhalte für ein ganzes Jahr für euch dabei. Sprich, die haben es schon vorproduziert und müssen es nur noch hochladen, die faulen Säcke, oder was? Need for Speed wird dieses Jahr 30. Und diesem gewaltigen Erbe mussten wir gerecht werden. Mit dem Titel garantiert nicht, aber okay. Wir bleiben mal erstmal optimistisch, ne? Dieses Jahr wird jedoch etwas anderes. Es wird etwas anders als das vorherige. Denn uns ins... Steht wirklich hier, denn uns ins bewusst, dass das Need for Speed Vermächtnis für jeden von euch etwas anderes bedeutet. Einige von euch waren ganz am Anfang zur Zeit von Road and Track bereits dabei. Andere von euch erinnern sich an die Rennen gegen die Eastsiders in Olympic City oder daran, wie ihr euch an die Spitze der Blacklist in Rockport gekämpft habt. Vielleicht seid ihr auch erst seit kurzem dabei. In Palm City verdient ihr tagsüber Kohle und nachts setzt ihr alles aufs Spiel. Aber egal wie eure Erinnerungen aussehen, wir alle lieben Need for Speed und möchten in den nächsten 12 Monaten neue Erinnerungen schaffen. Ja, ich bleibe weiterhin skeptisch bei dem Titel. Allerdings wollen wir ehrlich sein, wir können nicht alles direkt umsetzen, was sich jeder Einzelne wünscht. Doch, wir können gemeinsam über die Zukunft von Need for Speed entscheiden. Okay, naja, wir wünschen uns ja einiges, was ihr schon mal umgesetzt habt. Das ist ja die eine Sache, aber... Okay. Es ist unsere Vision, dass ihr im zweiten Jahr unser Live-Service zum allerersten Mal das ultimative Need for Speed-Erlebnis an einem Ort spielen könnt. Euer Feedback und Gameplay helfen dabei, die Zukunft dieses ikonischen Franchise zu bestimmen. Während ihr spielt, achten wir auf die Dinge, die ihr im Spiel sehen und jene, die ihr nicht sehen wollt. Wir hören zu, beobachten und reagieren. Diesen Ansatz nennen wir Gaizen. Gaizen ist ein japanisches Konzept, das für positiven Wandel und kontinuierliche Verbesserung steht. Wir sind der Meinung, dieses Konzept steht genau für das, was wir mit Need for Speed erreichen wollen, und wir wollen, dass ihr, unsere Spieler und Fans, eine Schlüsselrolle dabei übernehmt. Und ja, so haben wir uns das vorgestellt. Gucken wir gleich rein. Also, dieses Gaizen-Modell, das haben sie aber auch erst vor kurzem entdeckt. Ich meine, die Leute schreien seit gefühlt 9 Jahren nach Änderung, seit 2015. Ne? Aber vielleicht sogar noch länger, wahrscheinlich schon über ein ganzes Jahrzehnt, weil Most Wanted 2012 war ja auch schon so eine Sache. Aber ja, gucken wir mal weiter. Weiterentwicklung der Volumes. Wir verpflichten uns im Laufe des Jahres 4 neue Volumes mit Inhalten hinzuzufügen. Also nur 4 neue. Wir hatten letztes Jahr 5, glaube ich. Also viel ist es halt nicht. Das ist pro Quartal ein Update, was natürlich maximal lächerlich ist im Vergleich zu anderen Live-Service-Games. Aber ja, die klopfen sich halt mit so einer Minderleistung schon auf die Schulter. Das bedeutet für mich wieder mal, aua, wird wahrscheinlich nach hinten losgehen. Aber ich will jetzt auch nicht zu negativ sein. Wir müssen es halt abwarten. Aber viel ist es trotzdem nicht. Unser Ziel ist es, einige aufregende thematische Updates zu liefern, bei denen zu jeder Volume mindestens ein neuer Hauptmodus gehört. Mit jedem Mal werden wir diese ausbauen und verbessern. Es wird mehr Events, mehr Herausforderungen, neue Inhalte und Ränge geben, die ihr verdient, sowie Fortschritte, denen ihr nachjagen könnt. Als Teil des Speed Pass wird es mindestens 2 neue Wagen geben, die vollständig individualisierbar sind. Und wenn wir von Wagen reden, meinen wir natürlich nicht irgendwelche, sondern diese, die es nur in Need for Speed gibt. Wir sprechen hier nicht von Grundmodellen mit Standardlackierung. Die Bodykits dieser Fahrzeuge sind von vorne bis hinten individualisierbar und haben eine Vielzahl austauschbarer Teile, damit wir alles an eurem Wagen so einstellen können, wie ihr wollt. Hä? Welchem Wagen weinen die denn, die es nur in Need for Speed gibt? Außer dem M3 GTR fällt mir da im Moment nicht viel ein. Vielleicht der Polestar, den gibt es auch nicht, glaube ich, in anderen Games. Aber so ziemlich die meisten Autos gibt es in anderen Games. Keine Ahnung, was die da vorhaben. Ob das jetzt besser wird als zuvor, weil wir hatten ja die Thematik in den letzten Updates, dass die uns Autos gegeben haben, die einfach
ja, Copy and Paste waren, Autos aus ja, Special Edition von Heat zum Beispiel, gleiche Bodykits und so weiter, nur eine andere Lackierung, sonst nichts. Also, ja, Lazy, sein Urgroßvater waren sie da in der Hinsicht. Bin ja gespannt, ob sie das jetzt besser wollen. Am häufigsten geforderte Fehlerbehebung und Verbesserung. Wir wollen uns wirklich auf die Dinge konzentrieren, die euch allen am meisten am Herzen liegen. Und diese verbessern. Zum Beispiel das Hinzufügen realistischer Fahreffekte im vergangenen Dezember. Ja, hat ja auch lange genug gedauert, nachdem man euch gefühlt ein Jahr zusammengekackt hat, deswegen, ne? Aber wir sind ein kleines Team. Ja, bedankt euch bei EA, ne? Müsst ihr uns hier nicht jetzt die Ohren voll heulen. Hier, EA, ihr Kackstelzen, ne? Hallo, die brauchen mehr Leute. Was ist da los? Need for Speed. 30 Jahre dieses Jahr. Most Wanted Remake. Wir sind ein kleines Team und müssen gut abwägen, worin wir unsere Zeit investieren, da wir sonst von unseren Vorgesetzten auf die Fresse kriegen und eventuell sogar gekündigt werden. Dabei legen wir den Fokus immer auf Fehlerbehebung, von denen wir glauben, dass sie für uns alle das Beste sind. Bei jeder Verbesserung, die wir erzielen wollen, müssen wir abwägen zwischen etwas Neuem oder etwas anderem. Daher werden wir eure Kommentare und Feedback sehr genau verfolgen und euch regelmäßig darüber informieren, was wir gelernt haben. Sollen wir denen mal unser Konzept schicken von Need for Speed Most Wanted? Einfach nur, hier, guckt's euch mal an, so just for fun, was die Leute hier so für Ideen hatten und so. Okay, Premium Speed Pass, Sternchen dran, wenn ich schon wieder Premium höre, ne, also, oh Gott. Oh. In Volume 6 führen wir eine neue Premium-Version des Speedpass ein, die euch direkten Zugriff auf einen unseren brandheißen neuen Wagen gewährt. Und die es euch ermöglicht, euch die Inhalte für seine tiefgreifende Individualisierung zu verdienen. Also die haben das so komisch geschrieben hier, aber das hört sich schon wieder an nach, wir brauchen mehr Geld, beziehungsweise ich will dein Geld. So nach EA-Manier. Premium, Alter, ist Premium, Digga. Meine Güte, die mit ihrem scheiß Geld gegrabbe, war ja in den letzten Updates schon eine Katastrophe mit diesen Update-Packs. Da hast du da 2, 3 Neuerungen im Update und dann kommen da irgendwelche Pakete. Ja, hier, neue Autos, neue Jacken, 13 €, billiger, billiger, billiger. Da komm in die Gruppe und du kriegst noch ein Cayman S, Junge, Cayman S! In dieser Version findet ihr auch außerdem Custom-Versionen des Wagens und die angesagten neuen Individualisierungen, blabla, Optionen. Der Saison, in dem wir unseren Speedpass auf neue Weise überarbeiten, können wir euch weiterhin einzigartige Inhalte bieten, aber auf eine vereinfachte Weise. Keine Sorge, wenn das eher nicht euer Ding ist, wir bieten weiterhin die kostenlose Version des Speedpass an. Siehst du, da haben wir das schon wieder. Premium, Alter! Naja. Interessant, dass sie damit rumflexen zum 30-Jährigen von Need for Speed. Wir haben wieder Premium Pass. Ja, 30 Jahre Need for Speed, hey, bezahl doch jetzt mal, danke, hallo, Spieler, bezahlen. Man lernt nie aus. Ja, ihr habt vor lang ausgelernt, habe ich das Gefühl. Wenn ich mir das hier wieder so durchlese, boah, ich bin aber auch heute wieder grantig, ne. Dieses Jahr ist für uns ein Testlauf, um herauszufinden und zu verstehen, was ihr gut findet. Dazu komme ich gleich auch nochmal, denn die haben da noch einen ganz anderen Move abgezogen, habe ich noch gar nicht erwähnt. Indem wir uns einen erweiterten Live-Service für Anbauen verpflichten, ist es uns möglich, euer Feedback, das wir auf verschiedene Arten einholen werden, auch umzusetzen. Wir arbeiten eng mit einem engagierten Player Council zusammen, dessen großartige Mitglieder unter anderem Need for Speed Influencer, zentrale Community-Mitglieder und Spieler sind, um zu verstehen, was ihnen und ihre Communities wichtig ist. Ja genau, das wollte ich gerade sagen. Wir haben da einige Influencer eingeladen. Jetzt natürlich, ich kenne jetzt keinen davon. Keine Ahnung, wer die alle sind, außer jetzt hier Kuro, aka The Cock und Black Panther, glaube ich. An die erinnere ich mich, an die beiden. Weil ich die selber, ja gut, Panther schaue ich jetzt nicht, Kuro schaue ich ab und zu mal rein, aber den Rest keine Ahnung. Also das basiert alles dann nur auf dem Feedback von der amerikanischen Community, denke ich mal. Keine Ahnung, vielleicht weiß dann LPN mehr oder so, der ist ja dann ein bisschen tiefer, steckt der im Arsch von EA, glaube ich. Bin mir jetzt auch nicht sicher. Ist jetzt nicht böse gemeint, so wie ich das ausgesprochen habe, aber ihr wisst, was ich meine. Der ist da einfach schon ein bisschen länger dabei. Ja. Wo war ich? Wir werden mehr Telemetriedaten der Spiele verfolgen, um durch Gameplay-Daten besser zu verstehen, was ihr gut findet. Wir werden mehr Telemetriedaten sammeln, bla. Außerdem werden wir darauf achten, den Feedback-Kreis zu schließen und euch gegenüber so transparent wie möglich zu sein, indem wir euch darüber informieren, was in unserer Macht liegt und was nicht.
Ja, also wenn ich das schon höre, ne? Ich glaube nicht, dass da jetzt noch was kommt. Das klingt für mich eher so nach einer Entschuldigung dafür, dass die einfach nicht mehr reißen können mehr mit diesem ganzen Need for Speed und dass EA da quasi den Geldhahn zugedreht hat und jetzt nur noch so Minimum die Marke irgendwie am Leben gehalten wird. Weil für mich klingt das alles wie so ein bisschen Entschuldigung. Ja, wir können das, was ihr euch alles wünscht, gar nicht machen. Wir können nur hier ein paar Dinge, die jetzt gegeben sind, noch machen. Oder Kleinigkeiten, aber nichts Großes, super Umfangreiches, weil sie haben ja auch gesagt, kleines Team. Ja, Großteil ist jetzt bei Battlefield und was weiß ich, ist halt, ne, EA hat da einfach, naja, komplett den Faden verloren in der Hinsicht, was Need for Speed angeht. Und ja, meine Fresse. Okay, jetzt gehen wir weiter. Okay, ihr habt's geschafft. Wir kommen zum Ende, ja, endlich. Wir hoffen mehr denn je, dass alle Fans an unserer Seite sind. Also, ja. Natürlich, wenn man sich das hier so anguckt, das Video, wird der eine oder andere vielleicht sogar schon abgeschaltet haben mit einem Dislike, aber ihr wisst ja, wie ich zu Need for Speed stehe. Ich bin zwar immer kritisch und knallhart mit meinen Kommentaren, viel davon ist aber auch Sarkasmus und Ironie, das möchte ich auch nochmal dazu sagen. Ich stehe immer noch zu Need for Speed, aber ich bin halt auch so ehrlich und sag, was scheiße ist, was nervt und ja, in den letzten Jahren war halt nur Shit, ne? Also man kann sagen zu 90% zumindest. Und ja, man hofft halt immer noch auf Besserung, ne? Vor allem ich habe in der Hinsicht viel getan. Ne, ich habe ein ganzes Konzept entwickelt, ich habe die Blacklist-Story noch am Laufen, einfach um diese ganze epische Vorgeschichte von Need for Speed noch am Leben zu halten und so weiter. Aber ja, gucken wir mal. Wenn wir in Zukunft Updates in Anbau veröffentlichen, okay. Unterwegs erwarten euch vielleicht ein paar Überraschungen, wenn wir mit einem Schmunzeln in den Rückspiegel gucken, einen Gang runterschalten und gemeinsam in die Zukunft rasen, in der es ständige Tests, Weiterentwicklung und Verbesserungen gibt. Need for Speed anbauen, separate, blablabla, ja, okay. Ich sage euch eins, solange die Fahrphysik beibehalten, werden die gar nichts erreichen mit Need for Speed. Das ist einfach Fakt in meinen Augen. Das Handling ist einfach nervig, es ist einfach scheiße. Der Übergang in die Drifts ist absolut krampfhaft. Es hat sich in den letzten 8 Jahren nicht geändert oder 9 oder fast 10 Jahre, keine Ahnung. Und solange die nicht komplett auch ihre Engine wechseln oder sonst irgendwie was machen, dass sich das Spiel wieder besser anfühlt, vielleicht so wie in Most Wanted damals oder so, in die Richtung wenigstens, weiß ich nicht. Also, ich für meinen Teil halte es nicht lange aus in den Spielen, weil du fährst, du willst in eine Kurve rein, entweder driftet der Wagen random los oder er kommt überhaupt nicht und untersteuert wie ein Haufen Scheiße und das ist einfach so belastend auf Dauer und dann diese Burnout-Logik, dass die Leute nicht crashen sollen, um Autos freizuschalten und alles, noch mehr Belastung, also im Grunde, wie gesagt, der ganze Kern von Anbauen ist ein Totalschaden samt Story, ne? Es gibt gute Inhalte, wie gesagt, diese Speed-Link-Dinger, beziehungsweise der Speedpass, ja, okay, ist jetzt nicht der Kracher, da sind halt nur beschissene Sticker drin und hier und da ein Auto. Und das Beste sind halt wirklich diese Link-Up-Dinger da, wenn du in der freien Falt halt die Events fährst. Mir fällt der Name gerade nicht ein, sorry. Hab's zu lange nicht gespielt. Das ist eigentlich das beste Feature am ganzen Spiel und dass du halt ein bisschen Unsinn machen kannst mit den Cops. Ja. Und selbst da haben sie ja die Bremse einem reingedrückt, mehr oder weniger, indem sie einfach die Partys auf 4 Spieler reduziert haben, was in meinen Augen heutzutage absolut lächerlich ist. Ne? In Horizon kannst du mit 12 Leuten eine Kolonne bilden, aber ne, in Heat konntest du auch 6 oder 8 Spieler mitnehmen in den Online-Modus und jetzt kannst du auf einmal nur noch 4 Spieler mitnehmen. Absolut räudig in meinen Augen. Und ja, das macht ja so eine Crew auch nicht anders. Kannst du auch nur 4 Spieler in eine Crew einladen, obwohl die Map so riesig ist. Keine Ahnung, was da falsch ist bei EA und Ubisoft in der Hinsicht. Aber ja. Das zum Thema Updates, Leute. Uns erwarten also 4 Updates für dieses Jahr. Während andere Spiele gefühlt 12 oder mehr raushauen, ne, Rennspiele. Ich muss ja, glaube ich, jetzt nicht erwähnen, welche das sind. Nimmt das nicht so bitter ernst. Ich bin in den Tiefen meines Herzens bin ich natürlich auch noch ein Need for Speed Fan, aber ich habe gelernt, nicht irgendwelchen Entwicklern in den Arnus zu kriechen, nur um irgendwelche Vorteile zu erhalten und so weiter. Die wollen besser werden, die wollen ihr Spiel wieder an die Spitze bringen, dann brauchen sie auch die Kritik und die müssen sie sich auch einfach zu Herzen nehmen. Ne? Ist ja nicht böse gemeint, auch wenn ich so ein bisschen rüberbringe manchmal, ne? Mit Sarkasmus und so weiter, wie gesagt. Aber naja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Sind 4 Updates genug? Und nein, stopp mal! Ich wollte das Video schon beenden. Wir wollten nur gucken, was da ungefähr auf uns
zukommt. Da habe ich nämlich Bilder Head-to-Head with Audi, also irgendwie ein Audi-Update. Jetzt überlege ich gerade, war Audi... Also ich bin so lange aus dem Spiel raus. Ist Audi überhaupt noch im Spiel? Kehrt Audi zurück? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Ich habe das wirklich nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe Unbound zu lange nicht angepackt. Aber Audi war doch weg erst, ne? Boah, ich weiß halt gar nicht, ob Unbound Audi hatte. Ich glaube nicht, ne? Audi kehrt erst zurück. Was? Haben die hier den Horizon-Move gemacht? Sagst du, ja, wir nehmen mal eine ganze Automarke raus und bringen die dann später als Update. Ne, so wie das Forza mit Alpha gemacht hat, ne? Dann zwischen Mai und Juli kriegen wir Drift a Drag, inspired by Need for Speed Underground. Darauf bin ich wirklich gespannt. Drift and Drag. Das bedeutet wohl... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wenn die das so umsetzen, wie es gerade in meinem Kopf schwirrt, denn die haben gesagt, inspired by Underground, alter Schwede. Digga, imagine, die bringen solche geilen Track-Kurse wieder zurück, wie in Underground 1, aber, aua, da kommt, wenn ich an das Drift, das Handling in Unbound und das Driften so, ne, habe ich ja gerade noch gesagt, schmerzhaft, aua, wird sicher nicht so geil wie in Underground dann. Und Dragrennen, ja, allgemein fehlen uns ja Dragrennen. Wäre auch geil, wenn sie da extra Strecken dann... Oh, das wäre cool. Bin gespannt, wie sie drüber bringen von der Atmosphäre her. Ob das so kracht, weil Undergrounds Dragrennen sind ja sehr beliebt und ja, waren halt immer ziemlich spannend, ne? Keine Ahnung, die hatten einfach was an sich, was einfach geil war. Bin mal gespannt, wie er drüber bringt. Dann haben wir Cops vs. Racer, inspired by Need for Speed Hot Pursuit. Okay, was ich mir darunter vorstellen soll, keine Ahnung. Kann man jetzt Cops spielen und die anderen jagen? Das ist etwas, worüber ich schon mal geredet habe, weil ich gesagt habe, wäre ein geiles Feature. Haben die mein Video etwa gesehen oder hat ein anderer YouTuber auch darüber geredet? Hä? Das wäre ja sehr interessant. Und Oktober, Dezember irgendwie in dem Bereich kriegen wir dann ein paar Fragezeichen. Da kriegen wir dann wahrscheinlich den ultimativen Ultra-Premium-Pass für 20 €. Okay, sorry Leute, sorry. One new major game mode and or feature halt, ne? Also ein großer neuer Modus. New fully customizable cars, also 2 neue Autos. Wow! Ist jetzt nicht viel, aber hey, EA natürlich, ne? Kann man ganz schnell erklären. Lizenzen kosten Geld, ne? Und ja. EA und Geld investieren in Spiele? Nee, Bruder. Reicht ja schon, wenn du bei FIFA mal irgendwie $1000 investieren musst, weil ein Grashalm optimiert werden muss. Plus Events, Free Drive Updates, Weekly PvP Playlists, Progression Updates, Challenges und mehr. Okay. Also an sich klingt das schon nach viel. Das Problem ist halt, es ist auf ein Jahr verteilt. Das ist dann wieder wenig. Also in meinen Augen wäre das die Art von Mega-Update, die dem Spiel letztes Jahr gefehlt hat, um einfach die Leute wieder zurückzuholen. Ne, ich meine, das ist, für ein Update wäre das jetzt schon echt heftig. Auf 2 Updates verteilt wäre noch okay. Aber gut, das ist jetzt auf 4 verteilt. Müssen wir mal abwarten. Dann hören wir uns nächstes Jahr mal wieder. Wie es denn gelaufen ist mit Anbauen, würde ich behaupten. Ne? So, ja, okay. Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Glaubt ihr, das reicht, um Unbound nochmal nach vorne zu bringen, beziehungsweise Need for Speed wiederzubeleben? Oder meint ihr auch, ja, okay, nö. Einfach nö. Gar keinen Bock, können die sie behalten? Oder seid ihr so geteilter Meinung von wegen, oh ja, schauen wir mal, warten wir mal ab, ne? Ich bin da ja auf der Seite, weil, ja, alles von vornherein schlecht drehen bringt jetzt auch nichts. Müssen wir mal gucken, wie gut die das umsetzen. Wie gesagt, der riesige Knackpunkt für mich in Sachen Fahrphysik ist und bleibt. Da wird wahrscheinlich auch nichts dran geändert. Und ja, aber naja. Ich werde Unbound auf jeden Fall nochmal zocken dann. Und dann schauen wir mal. Schreibt mir gerne in die Kommentare, freut ihr euch überhaupt, dass Unbound noch Updates bekommt? Und ja, was haltet ihr allgemein davon? Wie gesagt, Premium wieder hier und da, müsst wieder irgendwas bezahlen, bla bla, gibt es wieder Mitgliedschaft und so, ne? Och ja, und 2 neue Autos. Ach Gott, ey, ihr habt das Video gehört. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich bin raus an der Stelle. Wir sehen uns, hören uns im nächsten Video. Und Need for Speed, by the way. Die Blacklist Story Videos, beziehungsweise allgemein die Stories jetzt über die Charaktere. Ich habe angefangen oder habe schon einen Großteil des nächsten Skripts fertig. Ich gebe mir da in diesem ein bisschen mehr Mühe. Der wird auch ein bisschen länger, weil es da wirklich richtig krachen wird in der Story.
Aber so richtig. Ja, für alle, die es interessiert. Deswegen geduldet euch da noch ein bisschen. Diese Woche kommt dann noch nichts, aber nächste Woche eventuell, wenn ich es schaffe. Aber ja, auf jeden Fall wird das ein richtiger Kracher in der Hinsicht, was diese ganze Story angeht. Da knallt es einfach jetzt. Da knallt es einfach. So, dann bin ich jetzt raus an der Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Ganze gefallen hat und den Kanal zu unterstützen. Und Abo nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht getan hast. Ich bin raus und auf Wiedersehen.